Herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Serie Build Your Business. Und heute, ja, ich habe es ja schon angekündigt, kümmern wir uns um Marmalead. Marmalead ist ein Keyword-Tool speziell für Etsy. Und wir kümmern uns auch noch darum, wie du Keywords findest, ohne Marmalead zu haben, weil natürlich kostet das wieder Geld. Wir werden uns in beiden Bereichen mal kurz umsehen, sodass du weißt, worauf es ankommt und was du da genau machen musst. Ich bin jetzt am Rechner und das ist das, was wir im letzten Video im Teil 4 unserer Serie Build Your Business gemacht haben. Ich habe uns bei Etsy registriert und ich habe schon mal ein Produkt fast eingestellt, also fast alles hochgeladen. Ein Bild, ein ZIP-File, aber du solltest lernen, wie man das macht, wie man ZIP-Files hochlädt, wie man die ZIP-Files erstellt, und die sind jetzt hier auch drin. Wichtig, der wichtigste Bereich eigentlich hier, neben der Beschreibung, sind die Tags. Ja, und natürlich dürfen alle Tags, die du hier verwendest, auch gerne im Text vorkommen, ja, oder nicht alle, aber viele, so dass da Wiederholungen sind und Etsy weiß, ah ja, da muss ich ein Augenmerk drauf legen. Das sind die wichtigen Begriffe, die zu diesem Produkt passen. Weil, wie gesagt, Etsy möchte, dass du verkaufst, weil nur dann kriegen sie Geld. Also von den 20 Cent werden die auch nicht reich. Interessanter ist es, wenn du verkaufst, ja, und die dann ihre Gebühr dafür kassieren können. Und das möchten sie natürlich, dass du das möglichst oft tust. Deswegen eine gute Idee, sich hier genau um diese Tags zu kümmern. Ja, aber wo bekommt man die denn jetzt nun her? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Also der Herr von Etsy, mit dem ich gesprochen habe, hat mir einen Tipp gegeben. Fand ich gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt hier nochmal bei Articraft. Und zwar hat jedes Produkt, also hier, wenn ich jetzt hier runter scrolle, gibt es keine Keywörter. Aber wenn ich auf irgendein Produkt draufklicke, dann sind unten einige Keywords gelistet, einige Tags gelistet. Kunst- und Sammlerstücke, Drucke, Digitaldrucke, abstrakte Landschaft, zeitgenössische Kunst und so weiter. Das sind die Tags, die der Verkäufer im Text oder in seinen eigenen Tags verwendet hat. Du musst natürlich immer gucken, passt das, Kann ich die auch nehmen? Jedes Produkt ist einzigartig, deswegen immer bitte ganz genau darauf aufpassen. Nicht immer alle ein Produkt und dann nehme ich immer wieder dieselben Keywords, dann wirst du auch nur für 13 Keywords gefunden. Also besser ist es, wenn du das immer wieder variierst und immer wieder neue nimmst und immer wieder neue aussuchst. Also ist es eine ganz gute Idee, hier mal reinzugucken. Dann haben wir schon mal abstrakte Landschaft, Digitaldrucke haben wir selber schon, zeitgenössische Kunst. Ja, das könnte ich doch hier noch einfügen. Dann haben wir schon mal ein weiteres, weil wir müssen 13 Stück haben, weil nicht wir müssen, aber wir sollten. Also zeitgenössische Kunst. Schau mal drin. So, dann gibt es ein Tool, das nennt sich Marmalead. Ja, wir denken an Marmelade, Und so ist es auch gedacht, Hier ist eine Orangenscheibe. Marmalead ist wirklich klasse, aber es ist nicht kostenlos. Und ich kann es dir auch nicht kostenlos zeigen. Ich habe momentan einen bezahlten Account. Ich ändere das allerdings. Wenn ich dann einen Account habe und ich benutze den mal einen Monat, dann bestelle ich den auch oft wieder ab. Weil, brauche ich dann nicht, Ich stelle ja nicht jeden Monat, ich sag mal 100 Listings ein, Wenn ich dann mal einen Monat viele einstelle, dann hole ich mir Marmalead, weil dann kann ich die ganzen Listings optimieren. Ich habe jetzt hier mal aufgerufen, marmalead.com. Pricing sind $19 im Monat. Ja, es ist nicht günstig, gebe ich zu, aber es tut auch einiges für dich, Wie gesagt, ein Monat reicht erstmal, deswegen gehe ich mal hier hin und kann hier unter Search, das ist auch der Bildschirm, den du siehst, sobald du dich registriert hast, kannst du hier auf jeden Fall eingeben, was du genau haben möchtest. Also wir möchten jetzt, ich gebe mal jetzt hier Digitaldruck ein. Oder besser noch, ich gebe Artprint ein. Und lass das mal analysieren.
das ist jetzt erstmal hier der Bereich, wo ich mal suchen kann, was da für verschiedene Keywörter dabei rauskommen. Und welche auch vor allen Dingen gut sind. Weil es nutzt ja gar nichts, wenn du Keywörter dahin schreibst, die einen ganz hohen Wettbewerb haben. Das heißt, hier zum Beispiel, ja, da können wir schon sehen. Also es ist schon mal ein Longtail, ist es nicht, ist zu kurz. Ne? Also Art Print irgendwas wäre besser. Art Print Coastal vielleicht oder irgendwas noch dahinter. Dann hätten wir vielleicht ein Longtail-Keyword, weil es darf bis zu 20 Buchstaben haben oder Zeichen. Je länger, desto besser, ne? Desto genauer ist letztendlich das Resultat. Was ich aber hier gucken kann, ist das Searches per Month. Also die suchen, wie oft wird das gesucht? Sind 4.321 Mal. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ne? Engagement heißt in dem Fall, wie viele Kaufabschlüsse kommen danach zustande. Ist auch grün, super. Ne? Also je mehr Engagement da ist, nachdem über dieses Keyword etwas gefunden wurde, desto besser ist es natürlich. Ne? Das Einzige, was hier nicht so gut ist, ist die Competition, ja, der Wettbewerb. Deswegen gilt es, es ist nur ein Keyword, ne? Du hast aber 13. Und Etsy wird natürlich auch noch sein Übriges tun, um vielleicht noch mehr Keywords zu haben und damit du unter noch mehr Keywords gefunden wirst. Wenn du dein Listing ordentlich aufsetzt, also dein Produkt ordentlich einstellst. Heißt in dem Fall, wir schauen erstmal weiter. Also Art Print ist schon mal ein sehr gutes Keyword. Würde ich nehmen, auch wenn die Competition hoch ist, ja, aber ich sehe hier, dass es über das Jahr verteilt nicht sehr weit nach unten geht. Es hält sich eigentlich immer ganz nett in Grenzen, ne? Im Sommer ist mal ein kleiner Absturz, aber ansonsten, je weiter wir in den Winter kommen, ne, hier im Oktober haben wir sogar 10.400 Sucher gehabt und jetzt werden auch viele erwartet im Dezember und Januar, also ein gutes Keyword. Jetzt kann ich mal hier gucken, was sind hier zum Beispiel weiter. Ne? Ich kann hier gucken, was kostet ein Bild. Ne? Zwischen 2 und 7 Dollar. Ja, okay, wir haben 3 Euro eingestellt. Wir können vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen. Midrange-Preis oder Bargain-Preis, was bietest du an? Ne? Wenn du zum Beispiel sehr viele verschiedene Größen hast, dann würde es sich ja hier anbieten, diesen Midrange-Preis, also so einen 7 Dollar zu nehmen. Ne? Ja, denke ich mal, würden die Leute auch bezahlen. Ich habe das jetzt wirklich sehr, sehr niedrig angesetzt. Also, wir gehen mal hier runter. Also hier siehst du nochmal Pricing. Ne? Was ist so der durchschnittliche Preis, den die Leute bereit sind zu bezahlen? Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Klar, aber dein Preis muss von dir kalkuliert sein. Heißt, wie viel Zeit brauchst du dafür, um deinen Druck zu erstellen? Im zweiten Schritt, nachdem du weißt, wie viel Zeit du brauchst, was kostet dich das? Ne? Nämlich die 20 Cent Einstellgebühren und natürlich auch die Verkaufsgebühren müssen sich schon darin widerspiegeln. Und dann kannst du natürlich dann kalkulieren, was am Ende dabei für dich rauskommt. Und wie viel musst du davon verkaufen, um davon leben zu können? Ne? Das ist der nächste Punkt. Dennoch bei digitalen Produkten eigentlich sehr schön, weil du musst keine Rohstoffe einkaufen. Du kannst irgendwann, wenn das verkauft ist, einfach dein Listing erneuern und dann wird es eben wieder verkauft, ne? Ohne dass du weiteres zu tun hast hier. Okay, Shipping haben wir jetzt hier gar nicht. Ne? Also wir müssen das nicht versenden. Deswegen ist das auch für unsere Kunden zumindest kein Grund, es nicht zu kaufen. Und dann können wir hier noch sehen, welche Listings richtig, richtig gut sind und welche richtig gut, welche richtig gut verkauft werden. Das sehen wir hier, Fotoscore 100, ne? Also wie toll ist dein Listing letztendlich, wie viele Fotos hast du drin, was kostet das, wie gut ist die Beschreibung und so weiter. Also wir wollen natürlich, je mehr, desto besser, ist ja klar. Ne? So, jetzt können wir hier noch sehen, Popular Text. Jetzt wird es schon interessant. Ne? Also, wir haben jetzt hier noch Artprint, wir haben Wallart. Wallart ist auch noch ein sehr gutes Keyword. Ne? Also zack, rein hier in Wallart. Haben wir auch noch drin. Dann weiter geht es. Hier haben wir noch Wall Decor. Ja, würde ich auch noch nehmen. Ist nicht mehr so ganz so hoch hier, aber ja, durchaus noch ein annehmbares Keyword. Wall Decor und Wall Art Print. Ja, nehme ich beides. Ne? Wall Decor und Wall Art Print. So. Und auf diese Weise kannst du ganz einfach deine Suchbegriffe zusammensammeln, sage ich jetzt mal, wenn dir nichts mehr einfällt. Wenn du hier unter Longtail Alternatives nichts findest, kannst du immer noch einen Storm machen. Ne? Das heißt, du gibst hier etwas ein, New Storm, gibst hier etwas ein, Artprint meinetwegen,
Und Marmalade sucht wirklich alles, was dazu in Frage kommt. Und du sagst immer, ne, ist nicht gut oder ja, ist gut. Und dann wird das hier für dich gespeichert in deinem Bucket, ja, in deinem Topf. Also ich gehe jetzt mal hier durch. Hier kannst du schon sehen, ne? Orange, orange, grün. Ja, also scheint nicht so schlecht zu sein. Das hier ist schlecht. Gelb, orange, rot, na, brauchen wir jetzt nicht. Gelb, orange, rot ist auch nicht so toll und 70s Art ist auch nicht. Ja, jetzt müssten wir wissen, ob wir ein 7x5 haben. Also, davon hängt das natürlich ab. Aber hier einfach mal durchgucken. Abstract and Print, ja, vielleicht das hier. Marmalade lernt bei jedem Keyword, dem du zusagst oder was du rauslöscht und fügt dir neue hinzu. Das ist natürlich das sehr Gute daran, weil auf diese Weise hast du hier hinterher eine Liste von Tags, die du auch wirklich in deiner Liste hier verwenden kannst. Ne? Und kannst das immer weiter verfeinern. Also wenn du hinterher zum Beispiel viel zu viele hast, dann kannst du natürlich die orange, orange, grün haben, rauswerfen, wenn du eins findest, was nur grün hat. Ne? Also so geht es dann halt immer weiter. Ne? Also du siehst schon, so ein Listing aufzusetzen, ein Produkt einzustellen, ist nichts, was du mal eben machen kannst. Du solltest es schon, ja, mit Gehirn machen. Ne? Also man sollte ja schon ein bisschen Zeit drauf verwenden und wissen, was man tut. Nämlich nur auf diese Art und Weise kann man direkt dafür sorgen, dass man weiter oben gelistet wird, wenn irgendwas eingegeben wird. Also es geht darum, wenn ich jetzt hier bei Etsy bin, und ich gebe hier Artprint ein. Übrigens, wenn ich jetzt hier Artprint eingebe, werden mir auch noch mal eine Menge Keywords angezeigt oder Tags angezeigt. Die kann ich auch noch nehmen oder zumindest mal nachgucken. Ne? Ich möchte natürlich weit oben angezeigt werden. Ne? Hier sind Anzeigen. Ja, hier steht immer Anzeige. Da kann man drauf werben. Dann kannst du auch da oben landen. Du kannst aber auch natürlich organisch hier oben landen. Das ist natürlich besser, das kostet dich kein Geld. Und ja, das steht und fällt dann wieder eben mit deinen Keywords. Wenn jemand Artprint eingibt und dieses Bild hier wird gelistet, ja, dann erwarte ich, ja, dass zumindest hier unten mal Artprint drin steht. Oder eben was Vergleichbares auf Deutsch. Ja, damit Etsy hat offensichtlich gewusst, dass dieses Bild für Artprint gelistet werden soll. Und das musst du natürlich auch Etsy mitteilen. Ne? Für welche Begriffe willst du gefunden werden? Das ist die Hauptfrage, die du dir stellen musst. Zu jedem einzelnen Produkt. Auch wenn du ähnliche Produkte hast, kein Problem. Aber setz dich mit jedem einzelnen Produkt auseinander und guck, was du genau angeben kannst und wie viel du genau angeben kannst, damit Etsy dich für die richtigen Kunden listet. Ja, ganz, ganz wichtige Aufgabe für dich. Ja, vielleicht möchtest du schon ein paar Produkte einstellen und dann machen wir im nächsten Video natürlich weiter. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du fandest es hilfreich und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.